Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alledem. Ja, hallo zusammen zum nächsten Video von mir. Es ist ja bald wieder Dampfermesse in Oberhausen. Und vielleicht ist der ein oder andere da noch auf dem Weg hin, sich nochmal ein bisschen mit Hardware einzudecken. Und entsprechend will ich vorher nochmal ein Video machen zu einem Neuerwerb von mir. Dieser Box hier. Das ist die Limitless Lux 215 von iJoy. Habe ich lang nachgesucht. Ganz einfach, weil ich unbedingt mal wieder eine größere Box haben wollte und die ist schon recht groß. Ich hatte erst mit einer anderen Box geliebäugelt, die halt auch 2x26,650 aufnehmen kann. In dem Fall wäre es dann die Tesla Invader geworden. Die gibt es halt auch für 2x26,650. Aber ich habe jetzt die hier gefunden, einfach weil es die andere, sprich den Invader, nicht wirklich gab. Ja, da hat man sich dran tot gesucht. Und da habe ich mich dann halt für dieses Modell entschieden. Und naja, was da so dran ist, wie zufrieden ich damit bin und so weiter, kommt jetzt im Folgenden, wie immer, in der üblichen Vorgehensweise. Sprich, ich zeige euch einfach erstmal, was an dem Ding dran ist, was es kann und so weiter. Und dann einfach meine persönliche Einschätzung, Erfahrung zu dem Gerät. Und das wird es dann wieder gewesen sein. In diesem Sinne, wir machen jetzt den kleinen Cut und sehen uns dann in der Detailansicht. Bis gleich. Ja, das ist also die Lux Limitless Dual, schlag mich tot. Ja, also das Gerät in seiner Außenverpackung. Wir haben hier einen recht stabilen Pappkarton. An sich von der Aufmachung außen sehr schlicht. Ja, das ist jetzt die Front. Auf den Seiten haben wir dann einfach einige Logos. Sehr schlicht gehalten. Hier hinten wieder diese altbekannte Originalitätsprüfung per Scratch. Ein bisschen Social Media Kram. Und hier dann die üblichen CE und haben wir nicht gesehen, Sicherheitssymbole und Batterieentsorgung. Ihr kennt den Kram. Dementsprechend auch hier wieder eine an sich recht unspektakuläre Verpackung, die wir dann auch mal schnell öffnen, um mal zu sehen, was es hier so Interessantes gibt. So, das ist, wie ihr dann die Box findet. Ja, sie liegt oben auf. Mit diesen beiden Logos hier an der Seite. So geht sie auf. Auf der Seite gucken wir uns erstmal hier oben alles an. Wir haben hier den 510er Anschluss mit einer Liquid drinne. Also wenn euer Verdampfer etwas inkontinent sein sollte, landet das Zeug erstmal hier in den Rillen drin und nicht direkt auf euren Pfoten. Allerdings hätten sie die wahrscheinlich etwas größer machen können, damit das auch bei großen Verdampfern auch noch gut auffangen kann, aber naja. Dann haben wir hier zwei Knöpfe für Plus und Minus sowie die Anwahl einiger Menüpunkte, da komme ich dann gleich zu. Hier ist der große Feuer- und Hauptknopf. Hier auf der Seite haben wir einen
Micro-USB-B-Anschluss. Der ist nicht zum Laden da, der ist nicht als Pass-Through da. Ja, das funktioniert alles nicht, auch wenn euch das Gerät das suggerieren wird. Da komme ich dann gleich noch zu. Der ist primär nur für irgendwelche Systemupdates, sprich für die Firmware, um die zu aktualisieren. Normalerweise ist dieser USB-Anschluss nicht zu sehen, sondern hinter diesem Cover hier geschützt verborgen. So, stellen wir das Cover erstmal zur Seite. Dann seht ihr hier, dass die Akkus ganz klar in Reihe geschaltet sind. Ja, hier ist der Pluspol unten, da ist der oben und die unteren Pole sind federgelagert, sprich, ja, die passen sich recht gut der Akkugröße an und das ohne oder bei Beibehaltung von gutem Kontakt zum Akku. Ja, ansonsten dieses Cover hier geht sehr gut drauf. Ihr habt hier unten und hier drin, ihr seht, denke ich, diese leicht spiegelnde, reflektierende Oberfläche. Das sind zwei sehr gut funktionierende Magneten. Also einfach reingleiten und schnappt zu. Mit Akkus darin geht es sogar noch einfacher, weil das Gerät dann nicht so leicht verkanten kann. Ja, also das geht wirklich wunderbar rein und hält dann auch bombenfest. Hier haben wir dann noch die Entgasungsschlitze. Okay, das erstmal zu dem nackten Gerät. Schauen wir uns mal an, was es noch an Beigaben gibt. Denn die befinden sich hier unter dieser Einlage, die ehrlich gesagt ein bisschen blöd rausgeht. Da hätten sie ruhig noch ein Fähnchen dran kleben können zum besseren Rausziehen. Aber gut, ich denke mal, so häufig macht man das nicht auf. Also nach der Review werde ich das Ding hier wegwerfen und dann den Karton nur noch nackig behalten, um die Beigaben zu behalten. Was sind denn die Beigaben? Da hätten wir einmal hier so eine Garantiekarte, ein USB-Kabel, wieder der übliche Standard. Dann bekommt ihr dazu zwei Akkus von iJoy, zumindest sind sie so gelabelt. Die könnt ihr dann auch direkt reintun, das mache ich mal. Ja, haben hier natürlich die Orientierung des Akkus aufgedruckt, aber einen Verpolungsschutz hat das Gerät auch, also da braucht ihr keine Angst zu haben, dass ihr euch da mal vertut. Gut, so, dann geht das Gerät auch gleich an, aber ich mache es erstmal aus, um das dann später richtig zu zeigen. So, so, dann einfach nur wieder zack rein und dann ist die Sache zu. Ja, auf geht's auch leicht, aber nicht unbeabsichtigt. Also da passiert euch gar nichts. Gut, machen wir das nochmal auf, weil jetzt kommen wir zu folgender Beigabe. Zwei von diesen sogenannten Adapter-Sleeves. Denn sollte euch der 26650er Akku hier drin nicht gefallen, könnt ihr diese auch austauschen gegen 18650er Akkus. Das läuft dann so, ihr nehmt den Akku, steckt ihn in den Sleeve und das Ganze kommt dann anstelle der 26650er Akkus hier rein. Ja. Sehe dann, natürlich müsst ihr das Ganze auf beiden Seiten machen, ihr habt auch zwei Sleeves, aber ich habe nur einen 18650er Akku gerade hier liegen, dementsprechend zeige ich das nur auf einer Seite. Ja, aber so funktioniert das dann. Der Akku sitzt jetzt hier eher etwas wackelig drin, da hätten sie vielleicht noch ein bisschen Gummis einsetzen können, um das Ganze ein bisschen stabiler zu machen, aber es wird auf jeden Fall funktionieren, drückt es mal so aus. Nun müsst ihr halt damit klarkommen, dass eventuell eure Akkus dann so ein bisschen hin und her klappern, wenn ihr die 18650er Variante verwenden wollt. Gut, dann haben wir noch
eine recht umfangreiche Bedienungsanleitung, sowohl in Englisch wie, ich nehme mal an, Chinesisch. Das kann ich aber auch nur raten. Ich werde jetzt mal den englischen Teil so ein bisschen separieren, damit man das ungefähr einschätzen kann. Ja, also das ist schon etwas umfangreicher. Da kommen wir dann auch gleich im Detail zu. Deswegen lege ich das nochmal kurz weg, weil ich will noch eben eine Sache zeigen. Hier sind ja diese beiden Logos auf dem Sleeve drauf. Ich habe schon Stimmen gehört, dass denen diese Logos ein bisschen zu aufwendig angebracht sind. Ihr könnt stattdessen diese komischen Indianer-Totenkopf-Aufkleber da drauf packen. Mich stören jetzt die Logos nicht besonders. Ich finde auch die Aufkleber nicht besonders gelungen. Dementsprechend kommen die weg. Ja, also ich habe sie jetzt nicht draufgeklebt. Könnt ihr dann machen, wie ihr lustig seid. Zum Design komme ich dann später auch nochmal zu einer Sache. Gut, schauen wir uns dann mal kurz die Bedienungsanleitung an. Wir haben auf den ersten Seiten den Aufbau und Funktion der einzelnen Komponenten. Hier sind einige kurze Beschreibungen, ja, was für Zellen man einsetzen soll, wie man grundlegend das Gerät bedient, dass man also bei mehr Plus drücken soll und bei weniger Minus, wie man es einschaltet, all sowas. Ja, und hier kommen wir dann jetzt zu den interessanten Dingen. Das ist nämlich das Menü. Ich werde das jetzt ein bisschen mehr mit Hilfe dieser Bedienungsanleitung euch erklären. Ganz einfach, weil, das werde ich euch jetzt zeigen, meine Kamera ein furchtbares Problem hat mit dem OLED-Display. Ich schalte das Ding jetzt ein, das ist ganz einfach, wieder dieser Fünffach-Klick. So, und das ist jetzt das OLED-Display. So, das mal ein bisschen so zu bewegen, dass es besser in den Fokus kommt. Das geht besser als mit der Kamera rumspielen. Naja, ihr seht es so halbwegs, hoffe ich. So, glaube ich, am besten. Das Display gibt euch erstmal Basisinformationen. Das sind die eingestellten Wattleistungen im Augenblick, weil ich mich wie immer im Wattmodus befinde. Auch wenn das Gerät wieder Temperatursteuerung kann. Natürlich geht das jetzt immer wieder mal das Display aus und es beschwert sich, dass kein Verdampfer aufgesetzt ist, aber das soll uns ja nicht weiter stören. Dann haben wir dort unten, da, Restbatterieanzeige. Wir haben die Ohmzahl des Verdampfers, die Arbeitsspannung und hier den sogenannten Punch-Modus. Der steht jetzt bei mir auf normal. Dementsprechend ist da nichts Besonderes, aber das zeige ich euch gleich alles en Detail. So, um das Menü zu aktivieren, müsst ihr dreimal kurz auf diesen Knopf hier drücken. Und das Ganze würde euch dann ins Menü bringen. Ich zeige euch das aber lieber hier auf der Bedienungsanleitung, weil wie gesagt auf der Kamera das zu erkennen, das kriegt die Kamera mit dem OLED nicht hin. Es ist perfekt abzulesen, aber für die Kamera, die kriegt dann, wie soll ich sagen, Fokusspasmen. Wir haben, wenn wir das Menü öffnen, erst einmal diese 6 Punkte. N, T, S und P, dann dieses lustige Viereck mit Kringeln dran und hier dieses diagrammartige Symbol. NTS stehen für die 3 Drahtsorten, die das Ganze standardmäßig per Temperaturkontrolle, ja, temperaturkontrolliertem Dampfen bedient oder ja, beinhaltet. Wir haben Nickel, wir haben Titan oder Stainless Steel, sprich Edelstahl. Darunter das P ist dann für den normalen Power-Modus, wie ich ihn dann meistens verwende. So, ihr navigiert durch das Menü, durch die Bedienung dieser Plus- und Minus-Tasten. Punkte auswählen tut ihr dann mit dem Feuerknopf. Das Viereck hier
dreht einfach den Bildschirm. Ja? Ihr habt dann die Anzeige im Bildschirm, könnt ihr damit umdrehen. Wer es braucht. Ich weiß nicht. Stört sicherlich nicht, aber den großen Mehrwert konnte ich jetzt auch nicht erkennen. Sei es wie es sei. Und das ist halt dann der Setup-Mode für gewisse weitere Einstellungen, zu denen wir jetzt kommen. So, das ist dann die Anzeige, wie sie euch im Temperaturmodus erwarten würde. Ja, ihr habt hier oben die Watt-Einstellungen, mit wie viel Watt sozusagen der Temperaturanstieg realisiert wird. Hier oben wird dann durch NI, TI oder SS-Symbol angezeigt, für welchen Draht ihr das gewählt habt. Ja, hier haben wir auch wieder die Ohmanzeige und so weiter. Und hier unten steht dann entweder in Fahrenheit oder ihr könnt auch auf Celsius umschalten, die Grenztemperatur. Ja, und das ist dann die Anzeige im Watt-Modus, wie ich sie halt habe. Da fällt halt die Temperaturanzeige weg, wo halt dann diese Punch-Modis eingestellt werden. Da komme ich dann gleich auch noch zu. Und natürlich hier oben kein Symbol für irgendwelchen Draht, weil wir natürlich auch keinen besonderen gewählt haben. So, dann kommen wir zum sogenannten Setup-Menüpunkt. Das ist dieses diagrammartige Symbol. Das braucht ihr eigentlich nur im Power-Modus, weil ihr euch da den Punch einstellt. Und zwar geht es darum, wie sozusagen der Start im Power-Modus funktioniert. Normal bedeutet, das ist einfach die Wattzahl, die ihr eingestellt habt. Unter Hard wird ganz zu Anfang einfach mal mit 30% mehr Leistung gefeuert und dann geht es runter. Soft bedeutet 30% weniger Leistung am Anfang, bevor es dann richtig durchstartet. Ja, das geht immer um die ersten 3 Sekunden. Und bei User könnt ihr das euch nach ganz eigenem Gusto einstellen. Naja, ich bleibe bei normal. Da macht es einfach konstant das, was ich eingestellt habe. Es gefällt mir am besten, aber gut, da mögen sich bei anderen Leuten andere Präferenzen eingestellt haben. Also hier seht ihr dann mal, wie ihr die User-Einstellung macht. Da seht ihr dann, wie hier so eine Anstiegskurve dargestellt ist. Ja, in dem Fall, wie ihr halt aus geringer Leistung hochfahrt oder wie beim Soft-Modus langsam runter. Das könnt ihr euch dann ganz nach eigenen Wünschen einstellen. Dann haben wir hier die verschiedenen Sicherheits- und Störungsdarstellungen. Wir haben einmal den PCB zu heiß. Die Box überwacht die Temperatur des Verdampfers sozusagen von sich aus nochmal und bei Überhitze schaltet sie ab. Batteriestand zu niedrig, da muss ich glaube ich nicht zu viel zu sagen. Kurzschluss, kein Verdampfer, zu geringe Ohm oder zu hohe Ohm. Das Gerät kann mit maximal 215 Watt auf jede Wicklung von 0,06 Ohm bis zu 3 Ohm befeuern. Ja. Da steckt schon einiges an Power drin, zumindest wenn man so wie ich selten über die 40 Watt geht. Gut, das wäre eigentlich schon alles zu der Detailansicht. Ich werde jetzt wieder zurück switchen, um dann euch meine Gedanken und Gefühle bezüglich dieser Box kundzutun. Und dann sehen wir mal weiter, ne? Also dann, bis gleich. Ja,
Das soweit zu der Detailansicht von dem Gerät. Habe ich jetzt gute 2 Wochen im Einsatz. Und ich muss sagen, es ist ziemlich genau das, was ich mir davon versprochen habe. Ich habe halt ein gutes, wenn auch großes und massives Gerät gesucht, das 2650er unterstützt. Zusatzfunktionen waren mir in dem Fall gar nicht so wichtig. Die Tesla Invader hätte da gar nicht viel geliefert. Ich habe auch eigentlich nicht viel gewollt, aber gut, jetzt mit der Limitless Lux iJoy, dieser Name ist mir einfach zu lang, sagen wir einfach mit der Lux, habe ich da wirklich eine Menge mehr Zusatzfunktionen an der Hand, die sicherlich so mancher von euch eher brauchen kann als ich, aber gut, nice to have. Gerade Temperaturkontrolle ist ja gerade wieder sehr beliebt. Und wer da halt was sucht, findet es. Wer darauf verzichten kann wie ich, hat halt den Power-Modus, um halt ganz klassisch mit variablen Watt zu dampfen. Von da, finde ich, hat dieses Gerät eigentlich genau den den Funktionsumfang, irgendwas sieht da so aus, den viele suchen. Auch 215 Watt dürfte die meisten, wenn es nicht gerade extreme Cloud Chaser sind, durchaus beglücken, ja, und da wenig Wünsche offen lassen. Klar, ich habe auch schon Setups in der Hand gehabt, gerade auf der letzten Dampfermesse, die waren im Leistungsbereich fast vierstellig. Wie gesagt, Dampf, was euch glücklich macht, ich brauch's nicht. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Gerät ist natürlich nicht klein. Ja, also ich habe, wie man mir mehrfach gesagt hat, recht große Hände. Da passt so ein großes Gerät auch gut rein. Es passt auch gut in meine Cargo-Hosen, die ich immer trage. Ja, in diese Seitentaschen. Da macht's also kein Problem. Ich finde auch die Kombi hier jetzt mit dem Typhoon GS und der schwarzen Weightmate, so wie in diesem Glasstrip-Tipp, auch wenn er jetzt gerade wieder etwas schief steht. So, optisch sehr gelungen. Ja. Also Funktionsweise her oder funktionsmäßig bin ich extrem zufrieden. Diese iJoy-Akkus, die da mitgeliefert sind, funktionieren auch ganz gut. Ja, also die funktionieren auf jeden Fall gefühlt genauso gut wie diese MKNEs, die ich mir sozusagen als Zweitset dazu geholt habe. Klar, die müssen ja irgendwann mal aufladen. Geht alles wunderbar. Was nicht enthalten ist, ist halt ein Laden über diesen USB-Anschluss. Oder gar Path-Through-Funktionen, auch wenn man das erst glauben möchte. Denn wenn man das USB-Kabel hier anschließt, dann füllt sich automatisch diese Batterieanzeige wieder komplett und steht dann so. Macht aber nichts. Ja, das Gerät lädt nicht über diesen Anschluss. Ich habe es ausprobiert. Also ich hatte einfach die Akkus schon fast zur Neige gedampft, habe dann angeschlossen, habe das erstmal eine Weile stehen lassen, habe dann das Kabel wieder abgezogen und es hat sich kein Punkt verändert. Ich habe dann gedacht, ja gut, die Akkus brauchen natürlich auch ewig am USB, um zu laden. Lässt mal stehen. Hat sich aber fast den ganzen Tag nichts dran getan. Genauso wenig ist das ein Path-Through. Ich habe dann sozusagen mit angeschlossenem USB-Kabel gedampft. Irgendwann kam da nichts mehr raus. Er hat keinen Fehlercode oder sowas rausgegeben. Es kam einfach nichts mehr raus. Als ich das USB-Kabel abgezogen habe und wieder gedrückt habe, sagte er dann Batterien leer. Ja. Also das ist wohl wirklich nur gedacht, um hier ein Firmware-Update aufzuspielen. Was ihr dann machen könnt, um das Gerät sozusagen angeschlossen hinzustellen, ist das Cover einmal umdrehen. Ja, das ist dann zwar etwas wabbelig, weil die Magnete nicht greifen, aber so kommt ihr wunderbar an den USB-Anschluss ran, der jetzt hier frei liegt.
und könnt es dann trotzdem einfach irgendwo so abstellen. Ja, so als kleiner Tipp. Ich weiß nicht, ob das nur wirklich als Tipp gilt. Also als Überlegung. Drücken wir es einfach mal so aus. Sollte euch dieses Schwarz-Silber nicht gefallen, iJoy bietet Austauschcover an. Ja, also dieser Teil hier, den könnt ihr austauschen. Ich habe jetzt bisher in den Shops, die ich so durchgegoogelt habe, 2 Varianten gesehen. Eine Holzoptik und eine, weiß nicht, sah so aus wie Ziegelstein, keine Ahnung. Ich habe die Dinger mir nicht geholt, weil sie für mich nicht so spannend waren. Was ich eigentlich eher gesehen habe, war so ein Fleckschneetarn, und ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Man hatte mich ja auch schon mal gefragt, ob ich immer ohne Hose das abfilme, weil es auf irgendeinem Video so ausgesehen hat. Aber hier seht ihr, ich trage Hose beim Videodreh und tatsächlich auch häufiger mal diese Flecktarnhosen. Vielleicht würde ich mir so ein Cover noch mal irgendwann leisten. Aber wirklich einen Drang dazu habe ich jetzt nicht. Wie gesagt, dieses Schwarz-Silber trifft meinen persönlichen Geschmack schon ganz gut. Preis für dieses Set, wie ihr es jetzt gesehen habt, sprich mit diesen 2 Sleeves, Bedienungsanleitung, USB-Kabel und, sowie der Box, liegt je nach Händler, ich sage so zwischen 120 und 130 Euro. Guckt euch einfach die Preise online an. Wie gesagt, Offliner gehen eher Richtung der 130 Euro. Ganz klar, die haben halt ein paar andere Kosten zu tragen als nur so ein Lagerregal. Aber gut, ich habe noch keinen großen Ausreißer gesehen im Preis. Wie gesagt, 120, 130 Euro müsst ihr für diese Box einplanen. Wie gesagt, dazu natürlich noch ein zweiter Satz Akkus. Dann liegt ihr so bei ungefähr 160 Euro. Dann ist dieses Gerät bereit, euren Verdampfer aufzunehmen. Die Sleeves 25 bis 30 Euro habe ich Angebote bisher gesehen. Ich war auch auf der Seite von iJoy. Ich würde euch natürlich gerne den Link reinpacken. Ihr müsst leider selber googeln. Ihr kennt die TWD2-Geschichte. Da bin ich an dieser Stelle leider gezwungen, euch etwas Komfort wegzunehmen. Aber auf dieser Seite, ich gucke jetzt gerade selber mal bei mir rein, haben die ganz unten, wo sie das Gerät da präsentieren, komm schon, beweg dich, haben die 30 verschiedene Cover-Designs schon vorgestellt. Ja, von irgendwelchen Metalloptiken, so hammerschlagartig, über Holz, wie gesagt, Flecktarn, Zebra, Marmor, also sollten die wirklich all diese Sleeves rausbringen und die auch, sag ich mal, hier am deutschen Markt irgendwo ankommen, habt ihr eine Menge Möglichkeiten, eure Box nach euren Wünschen zu gestalten. Ja, und zwar besser als diese komischen Indianeraufkleber, die da mit beigeliefert sind. Auch wenn die manchmal gefallen mögen, ich klebe mir die bestimmt nicht auf die Box. Aber ansonsten macht sie einen recht massiven Eindruck. Nicht unkaputtbar oder sowas. Also ich habe jetzt hier schon auf der Metallhülle hier oben ein paar leichte Kratzer, aber gut, ich bin keiner, der seine Geräte schont, weil er sie in eine Glasvitrine stellt oder sowas. Bei mir müssen halt Geräte eher baustellentauglich sein. Das erwarte ich einfach von denen. Ja, ansonsten dampfen tut das Ganze natürlich mit dem richtigen Set auch recht ordentlich. Ich habe jetzt hier drauf noch die Clapton, die ich im letzten Video mit diesem Quietscheentchen von Coilmaster zusammengebaut habe. Und bevor das jetzt so bei etwa 50 Watt,
Ja, das wieder mit meinem 12er Liquid. Das reicht mir eindeutig an Flash. Ja, das wäre eigentlich schon alles, was ich zu diesem Gerät zu sagen habe. Ich habe meine neue Alltagsdampfe gefunden, die TNT 80 Box kommt auf Halde für schlechte Zeiten oder sowas und ja, mal gucken, wann da mal wieder irgendwas kommt, was dieses Gerät in Rente schickt. Bin mal gespannt. Gut, dann danke ich allen in irgendeiner Weise beteiligten Firmen dafür, dass sie dieses Gerät hergestellt haben, das ich heute testen konnte. Danke euch wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich werde dann versuchen, vor der Messe noch so eine Art Vlog rauszuhauen. Ob ich es schaffe. I do my best. In diesem Sinne, man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem. Wir schütteln uns ein Jasker Wind, doch weiter nichts trotz alledem.